schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, ich habe für euch heute eine ganz leckere Torte und zwar machen wir eine Schwarzwälder Apfeltorte. Ihr habt richtig gehört, eine Schwarzwälder, nur nicht mit Kirschen, sondern mit Apfel. Und dazu wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Als allererstes stellen wir den Biskuitteig her. Dafür brauchen wir Eiweiß, Zucker, Vanillezucker, Eigelb, Wasser, Mehl, Backpulver und Backkakao. Die genaue Mengenangabe findet ihr unten in der Infobox übrigens. Ja, dann legen wir auch gleich mal los. Das ist mein Grundrezept von einem Biskuitboden. Und zwar habe ich hier meine Eier und da kommt jetzt das Wasser hinein und die beiden Sachen werden miteinander verquirlt. So sieht das Ganze dann aus. Das stellen wir zur Seite. Weiter geht's mit dem Teig und zwar gebe ich da jetzt mein Eiweiß in eine Schüssel. Schlag das kurz auf, sodass es ein bisschen zum Schäumen beginnt. Und dann gebe ich den Vanillezucker dazu und den Zucker. Ja, den Zucker bitte in die Schüssel rein, nicht wie ich hier daneben. Mir ist das nicht aufgefallen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Das Ganze schlage ich so lange auf, bis sich die Masse verdoppelt hat. Und dann kommen die Eier mit hinein. Einfach hineingeben und rühren. Und das dann so gute 5 Minuten. Ja, man sieht, hat sich ordentlich, ich würde sogar sagen, verdreifacht. Jetzt geht es weiter mit den Trockenzutaten. Und zwar habe ich hier ein Sieb, da kommt das Mehl hinein, das Backpulver und der Backkakao. Und das siebe ich jetzt einfach über diese Eiermasse. Viele tun vorher das alles schon miteinander vermengen, aber ich finde es nicht nötig, denn durch das, dass ich es dann später unterhebe, vermischt sich das sowieso. Aber wer es lieber so machen möchte, der kann natürlich Mehl, Backpulver und Backkakao vorher miteinander vermengen. Ja, jetzt vorsichtig unterheben, das heißt vorsichtig von außen nach innen und dann auch von unten nach oben. Und wie ihr hier sehen könnt, da kommen immer wieder so von unten solche Mehlteppiche hoch, sage ich jetzt mal, und die müssen wir verarbeiten. Und wie ihr hier sehen könnt, es geht schon ordentlich Luft noch raus. Also das heißt, ich habe sogar ein bisschen zu fest gerührt. Ja, dann habe ich hier eine Springform vom 26 cm Durchmesser, die habe ich mit Backpapier ausgelegt und da gebe ich jetzt meinen Teig hinein. Der darf dann bei 175 Grad so 35 Minuten backen. Macht einfach den Stäbchentest. Nach dem Backen komplett auskühlen lassen. So sah er aus. Was ihr dann machen müsst, bevor wir loslegen mit der Torte, den einmal halbieren. Und bei einem habe ich einen Tortenring darum und der andere muss warten. Dann geht es weiter mit der Apfelfüllung. Dafür brauchen wir Apfel, Zucker, Apfelsaft und Stärke, Speisestärke. Die Äpfel habe ich geschält, entkernt und in kleine Scheiben geschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Die kommen in einen Topf. Da gebe ich dann den Zucker darüber. Ich habe dann noch spontan entschieden, den Saft einer Zitrone mit hineingeben. Wie gesagt, die genaue Mengenangabe und die genauen Zutaten stehen unten in der Infobox. Da presse ich jetzt einfach eine halbe Zitrone darüber und dann habe ich hier noch Tonka-Bohnenpaste. Ihr könnt aber auch Vanillezucker nehmen oder Vanillepaste und den Apfelsaft. Und das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Und zwar so gute, würde ich sagen, 5 bis 10 Minuten. Also die Äpfel sollen ein bisschen einkochen. Achtet auch darauf, dass ihr die richtigen Äpfel zum Backen nimmt. Ich hatte hier, die waren jetzt nicht so toll. Ich weiß gar nicht, wie die geheißen haben. Die sind irgendwie nicht weich geworden. Die hatten immer noch Biss, wobei das zwar nicht schlecht war, aber so Boskop-Äpfel sind perfekt zum Backen. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe hier noch die Stärke hineingegeben. Ich gebe euch jetzt hier einen kleinen Tipp. Rührt die Stärke vorher ein bisschen mit Apfelsaft an. Das ist einfacher zum Verrühren dann da drin. So verhindert ihr nämlich Klümpchen und das habe ich hier jetzt nicht gemacht. Also macht es lieber mit Apfelsaft ein bisschen anrühren. Ja, dann lasse ich das Ganze ein bisschen auskühlen und dann kommen die Äpfel auf meinen ersten Boden. Die müssen wir dann auch noch schön gleichmäßig verstreichen. Geht eigentlich ganz einfach. Wer mag, kann jetzt zum Beispiel, um den ganzen Geschmack noch ein bisschen zu verstärken, hier, also vorher schon beim Kochen der Äpfel, Zimt dazugeben, Nüsse mit hineingeben oder Rosinen. Das ist alles machbar. Dann für die Creme, ganz einfach. Einfach nur Sahne, Zucker und Sahnesteif. Ich hatte hier jetzt Sanapat, das ist sowas Ähnliches. Das mögen viele nicht, nehmt auch an. Ihr könnt auch einfach nur Sahnesteif nehmen. Die Sahne kommt in eine Schüssel
Und da kommt jetzt einfach der Zucker dazu und Sahne steif oder Sahnepat. Und dann wird die Sahne steif geschlagen. So sah sie dann aus. Meine Torte ist jetzt ausgekühlt und da kommt jetzt so, würde man sagen, ein bisschen mehr als ein Viertel auf die Äpfel drauf. Ihr dürft nicht die ganze Sahne verarbeiten in der Füllung, denn wir brauchen noch welche für die Verzierung und außenrum, um den Rand einzudecken. Dann habt ihr gesehen, den zweiten Boden habe ich mit Apfelsaft ein bisschen gedrängt. Wer mag, kann auch ein Likör nehmen. Wäre so typisch für eine Schwarzwälder eigentlich. Und dann kommt nochmal eine Schicht Sahne drauf. Schön verstreichen. Und dann habe ich sie 1 Stunde kalt gestellt. Müsste man bei Sahne eigentlich nicht, aber ich mag es trotzdem. Nach der Stunde dann aus der Form lösen. Dann sah das Ganze so aus. Richtig toll. Und jetzt decke ich den Rand ein. Also einfach mit einer Winkelpalette den Rand komplett mit Sahne eindecken, denn am Rand müssen dann später die Schokoraspeln halten. So sah das Ganze aus. Ja, dann habe ich hier Zartbitter-Schokoraspeln und die werden jetzt einfach an die Wand, ja. Die werden jetzt einfach am Rand entlang hingeklebt. Ich mache es einmal mit der Hand und dann geht es auch mit dem Teigschaber ganz gut, mit denen, die wo unten am Boden liegen. Also ich habe dafür eine ganze Packung gebraucht. Ihr könnt auch Streusel nehmen, wenn einem das lieber ist, oder Vollmilch oder Weiße. Da könnt ihr eigentlich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ja, so sah es in etwa aus. Dann habt ihr gesehen, ich habe hier oben schon eingeteilt mit meinem Tortendeiler. Und jetzt spritze ich oben Tuffs drauf. Ich hatte hier eine französische Sterntülle. Und da kommt so an jedem Stück, wo man das sieht, an jeder Markierung, ein Tuff drauf. Dann braucht ihr nochmal einen Apfel, den waschen, die Äpfel ziemlich dünn schneiden. Und dann habe ich immer 2 Scheiben genommen und habe sie auf einen Tuff so schräg drauf gesteckt. Was wichtig ist, wenn ihr mit Äpfel dekoriert, ich habe da noch so ein Spray drauf, das ist ein Tortenguss-Spray oder ein Gelatine-Spray. Ich verlinke euch unten in der Infobox, wo ihr das herbekommt. Da sprüht ihr die Äpfel damit ein. Das sorgt dafür, dass sie frisch bleiben und nicht braun. Ja. Und dann nochmal kurz kühl stellen. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch Minze genommen zur Deko. Und dann könnt ihr sie servieren. Also es ist eine ganz, ganz einfache Torte. Ich finde Sahnefüllungen sowieso super genial. Also die kriegt jeder hin. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Rezept von meiner Schwarzwälder Apfeltorte. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht schwer. Der Biskuitboden ist auch nicht schwer in der Herstellung. Und sie schmeckt wirklich lecker. Also ihr müsst es mal ausprobieren, statt Kirschen halt einfach Apfel nehmen. Ihr könnt aber auch Zwetschgen nehmen, das funktioniert auch. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.